Erkläre Maximilian bitte die Wahrheit. Ich soll ihm sagen, dass ich dich ins Gefängnis gebracht hätte? Ich gehe zum Beispiel mit alten Omis spazieren. Wie zum Beispiel heute mit Frau Klein. Deine Frau Klein. Ist das ein Geist oder sowas Ähnliches? Bist du nicht ganz bei Trost? Sie steht doch. Ach, eine WG wäre doch gar nicht so schlecht. Mit Simon. Bitte, sag es ihm. Was sollen Sie mir sagen? Clarissa, bitte. Ich brauche was zu trinken. Sag es ihm. Bitte. Also, die Überschreibung, meine Anteile der Werbeagentur. Jetzt beruhigen Sie sich erst mal. Aber es geht doch nicht um die Agentur oder Geld. Jetzt lass Sie doch mal einen Moment in Ruhe und lenk nicht vom Thema ab. Wegen meiner Scheidung. Ich habe das getan, weil... Bitte komm endlich auf den Punkt. Kein Wunder, dass du nicht über das reden willst, was du bei der Scheidung abgesahnt hast. Clarissas Anteile der Agentur? Damit wollte er mich kaufen. Guck mich nicht so an. Nina hat nichts davon gewusst. Wir auch. Ist mir gerade erst eingefallen. Ja, wie wär's dann, wenn du Nina erst mal fragst, was sie davon hält? Und? Was hältst du davon? Och, ich hätte nichts dagegen. Also, welches Zimmer gefällt dir am besten? Also, bevor wir jetzt hier die Zimmer aufteilen, Du verstehst es mal wieder, deine Begeisterung zu verbergen. euer Angebot, das kommt ziemlich überraschend. Na und? Die Pension findest du doch auf die Dauer auch nicht so prickelnd. Ja, und wir haben jetzt hier genug Platz. Trotzdem muss ich erst mal eine Nacht drüber schlafen. Was gibt's denn jetzt da noch zu überlegen? Wir lassen auch garantiert die Finger von dir. Stimmt's? Na gut, ich denk drüber nach. Sagt ihr dem Makler Bescheid, dass ihr die Wohnung nehmt? Machen wir. Tschüss. Tschüss. Sehr begeistert scheinst du ja nicht zu sein, dass ich Simon gefragt habe. Wieso? Dann haben wir wenigstens jemanden, der für uns den Müll runterbringt. Wenn er sich zu einem Ja durchringen kann. Ja. Und wenn nicht, dann bauen wir uns ein kuscheliges Nest. Ein Nest. Ja, das wird bestimmt ganz toll. Nur wir beide ganz allein. Ja. Ich verstehe nicht, warum Sie Eigentum nicht zurückhaben wollen. Spielt das jetzt noch eine Rolle? Jetzt sag es ihm endlich, bitte. Lass die Finger von Frau van Anstetten, du hast sie schon genug belästigt. Entschuldigen Sie, Frau van Anstetten. Jansen? Ja, warum sagst du es ihm nicht? Was soll ich ihm sagen? Was damals wirklich war zwischen Ingrid, dir und mir. Ich habe Angst. Wenn du Maximilian jetzt nicht die Wahrheit sagst, dann werde ich meinen Sohn für immer verlieren. Max wird mich hassen, wenn er erfährt, dass ich ihn angelogen habe. Aber du hättest mir geholfen, meinen Sohn zurückzubekommen, und das würde ich dir nie vergessen. Bitte. Maximilian ist alles, was ich habe. Und anscheinend auch alles, was du willst. Maximilian ist nicht irgendwer. Er ist mein Sohn. Und was ist mit mir? Ich war deine Frau. Ja, du warst es. Dann gibt es zwischen uns keine Chance mehr. Versteh doch. Es geht doch nicht in erster Linie um uns, sondern um Maximilian. Du liebst mich nicht mehr. Versteh mich nicht falsch. Ach, du Lügner. Das Geld und die Firmenanteile wolltest du ihm auch schon geben. Du benutzt mich doch hier die ganze Zeit nur. Es ist doch gar nicht sicher, dass Maximilian dir wirklich böse sein wird. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Dein Gerede von Vater, seinem verlorenen Sohn. Wiedersehen. Du versuchst mich doch nur rumzukriegen. Sehen Sie, Sie haben mir nicht glauben wollen. Bitte geh jetzt. Nach allem, was du mir genommen hast. Warum nimmst du mir auch noch meinen Sohn? Du hast doch nie einen gehabt. Geh. Die Firmenanteile behalten Sie bitte. Was? Das kann ich unmöglich annehmen. Ich bestehe drauf. Auch wenn Geld nicht wieder gut machen kann, was Ihr Vater Ihnen angetan hat. Mir? Der behandelt doch alle Menschen wie den letzten Dreck.
Ich habe den ganzen Park nach ihr abgesucht, 2-mal. Eine alte Frau im Rollstuhl kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Wenn sie auf die Straße gerollt ist. Wenn dir was passiert wäre, wüsstest du längst Bescheid. Du hast gut reden. Vielleicht ist sie alleine zurück ins Krankenhaus. Dafür ist sie viel zu schwach. Geklaut hat sie ja wohl keiner. Was mache ich denn jetzt bloß? Ich habe doch die Verantwortung für sie. Am besten, du gehst zurück ins Krankenhaus. Die Oberschwester bringt mich um, wenn ich ohne Frau Klein zurückkomme. Du hast ein wunderschönes Zimmer angeboten gekriegt, in einer noch schöneren Wohnung. Und zentral liegt die ganze Chose auch noch. Ja, Philipps Wohnung ist geradezu ideal. Ja. Oh, danke. Es ist und bleibt aber noch ein Nachteil, zumindest für dich und das ist Nina. Oder hast du sie jetzt aus dem Kopf geschlagen? Mit Nina und Jule zusammen zu wohnen, das wäre eine richtig gute Schocktherapie für mich. Und warum hast du dann erzählt, dass es das Beste wäre, wenn Nina und Jule zusammen wohnen, weil du sie dann nicht jeden Tag sehen müsstest? Das interessiert dich mein Geschwätz von gestern. Du willst sie dir wirklich jeden Morgen reinziehen? Was mich nicht umbringt. Ja, das macht dich nicht hart, sondern doof. Ich kapier dich nicht mehr. Oh, hallo. Hau. Na, großer Kriegsrat? So ungefähr. Ja, wenn noch was ist, ihr findet mich oben. Hier. Danke. Und? Hast du dich schon entschieden? Nicht so richtig. Ist es wegen mir? Ich meine... Weil ich meinte, ich verliebt war? War es doch längst abgefrühstückt. Aber wer stört schon gerne frisch Verliebte? Ach, keine Angst. Wir laufen doch nicht den ganzen Tag Händchen haltend in der Wohnung rum. Sondern? Na, selbst wenn ich mit Jule zusammenziehe. Nach meiner letzten Beziehung ging es mir total mies. Ich habe einfach keine Lust auf zu viel Nähe. Das ist also der Grund dafür, dass du nicht so begeistert warst, dir mit Jule eine Wohnung zu teilen. Eine WG wäre mir einfach lieber. Und weiß Jule das? Wo willst du denn hin? Ich hab dich was gefragt. Ich war auf dem Weg zu Frau Klein. Ja, aber ich habe ja gar nicht gesehen, dass du die Patientin auf ihr Zimmer gebracht hast. Das habe ich auch nicht. Die Sache ist so. Frau Klein ist verschwunden. Verschwunden? Ich wollte uns ein Eis holen. Aber der Eiswagen stand auf einem kleinen Hügel. Und da habe ich Frau Klein unten stehen lassen und mich angestellt. Du hast was? Und dann war sie plötzlich verschwunden. Es tut mir leid. Rosel hier. Verbindest du mich bitte mal mit der Polizei? Aber Schwester Rosel, ich war wirklich nur 2 Minuten weg. Wenn Frau Klein auch nur das Geringste passiert, wirst du bis zum Ende deines Lebens Sozialstunden ableisten. Was ist denn hier los? Ich muss Maximilian beweisen, dass Clarissa ihn angelogen hat. Charlie, sie weiß doch, dass Sie wochenlang nach ihrem Sohn gesucht haben. Könnte sie denn nicht wirklich... Maximilian würde Charlie niemals glauben. Und außerdem würde sie auch kein gutes Wort für mich bei ihm einlegen. Weil Sie sich mit Clarissa betrogen haben. Gut, vielmehr nicht gut, aber das mit Max, das ist doch eine andere Geschichte. Ach, das kann ich nicht von Charlie verlangen. Durch meine eigene Dummheit habe ich sie doch genauso verloren wie meinen Sohn. Na, warten Sie ein paar Tage. Lassen Sie Gras über die Sache wachsen. Es ist doch... Ich werde morgen die Stadt verlassen und woanders neu beginnen. Sie wollen aufgeben? Ich bin damals hergekommen, um mich an Clarissa zu rächen. Außerdem wollte ich meinen Sohn finden. Sie haben ihn gefunden. Clarissa hat gewonnen, denn mein Sohn hasst mich. Peter, ich möchte dich bitten zu gehen. Charlie, lass dir erklären. Es ist... Arno, bitte halt du dich da raus. Es geht nur Peter und mich etwas an. Ich wollte mich nur verabschieden. Morgen früh verlasse ich Düsseldorf. Für immer. Hoffentlich nicht wieder eine deiner leeren Versprechungen. Also bitte. Vielen Dank, Herr Brandner. Und viel Glück für Ihren Prozess. Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute. Und du nimmst mich auch ganz bestimmt nicht hoch. Frau Klein ist in ihrem Zimmer. Ein Pfleger hat sie im Park entdeckt und da weit und breit niemand vom Personal zu sehen war, hat er sie kurzerhand mitgenommen. Und ich renn mir die Füße wund und muss mich auch noch fertig machen lassen. Weißt du was? Wenn ich den in die Finger kriege. Alexa, jetzt halt mal die Füße still. Er konnte ja nicht an, dass du mit ihr unterwegs warst. Trotzdem. Man sammelt nicht einfach so Omas in Parks ein. Auch wenn sie scheinbar nur rumstehen. Womit wir beim eigentlichen Thema sind. Alexa, eine Patientin, die auf Hilfe angewiesen ist, die darfst du niemals aus den Augen lassen.
tut mir leid. Das kommt nicht wieder vor. Du hast wirklich mehr Glück als Verstand. Aber Schwester Rosel, ist doch gar nichts passiert. Aber wenn was passiert wäre, nicht auszudenken. Naja, ich konnte ja gerade noch einen Großeinsatz der Polizei verhindern. Hätten Sie mich gleich in Ihrem Zimmer nachsehen lassen. Jetzt schlägt's aber 13. Du kommst deiner Verantwortung nicht nach und wagst es, mir Vorwürfe zu machen? Apropos Verantwortung. Alexa ist keine ausgebildete Krankenschwester. Insofern hätte sie Frau Klein gar nicht begleiten dürfen. Ich wollte ihr was Gutes tun, damit sie mal was anderes sieht außer Bettlaken. Und wir haben zu wenig Personal. Ich weiß. Also wenn ihre Schwester auch nur ein kleines bisschen vernünftiger wäre, dann hätten wir uns die ganze Aufregung ersparen können. Meine Firma hat die Wohnung samt der Möbel des Vormieters gekauft. Und die haben jetzt wirklich den Kaufpreis akzeptiert? Ja, wir können sogar die erste Nacht hier schlafen. Dir fehlt die Pension doch dann nicht, oder? Also eigentlich... Und was das Bett angeht, heute bestellt, morgen geliefert. Das alte tut's ja auch noch. Und was ist mit dem Mietvertrag? Der kommt in den nächsten Tagen, genau wie Simon. Ob der überhaupt Lust hat, mit 2 Frauen zusammen zu wohnen? Ja klar, das lässt er sich doch nicht entgehen. Und jetzt? Wird gefeiert. Holst du die Gläser? Was meinst du? Sollen wir die Möbel so stehen lassen? Kommt drauf an. Und was ist mit unserem Schlafzimmer? Schnell die Gläser! Ich hätte ganz gern mein eigenes Zimmer. Klar, jeder kriegt sein eigenes Zimmer. Aber wenn Simon nicht hier einzieht, dann können wir uns ein schönes Schlafzimmer einrichten. Jule, Das ist doch bestimmt total schön. Jeden Morgen neben dir aufwachen. Jule, ich muss jetzt endlich mit dir reden. Ich muss immer noch daran denken, was die Oberschwester gesagt hat. Oberschwester Rosel redet viel, wenn der Tag lang ist. Aber sie hat recht. Ich habe mal wieder Mist gebaut. Immerhin hast du eingesehen, dass du Mist gebaut hast. Im Gegensatz zu Rosel. Hat sie noch irgendwas gesagt? Ich glaube, sie ist ein bisschen böse auf mich. Na toll, jetzt hast du meinetwegen auch noch Ärger mit ihr. Mit Rosel komme ich schon klar. Eigentlich ist sie ein herzensguter Mensch. Das sagst du doch nur, um mich zu beruhigen. Habe ich dir eigentlich schon mal gesagt, dass du ein klasse Bruder bist? Egal, was ich anstelle, du hältst zu mir. Danke. Jetzt ist aber gut. Sie wird noch ganz rot. Schade, dass Frau Klein niemanden hat, der ihr so hilft. Wieso? Sie hat doch dich. Ob die Oberschwester mich jemals noch mal in ihre Nähe lässt? Versteh mich bitte nicht falsch. Ich mag dich trotzdem. Und warum willst du da nicht mit mir zusammen wohnen? Weil es mir dabei nicht gut gehen würde. Ich habe dir doch von Erika erzählt. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich immer nur die tollen Seiten dieser Beziehung erwähnt habe. Ich war fast schon ein bisschen eifersüchtig. Natürlich war nicht alles so rosig. Du musst es mir nicht erzählen. Aber es hängt damit zusammen, weshalb ich nicht mit dir in eine Wohnung ziehen kann. Soviel ich weiß, hat sie dich betrogen. Im ersten Moment habe ich gedacht, es zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Kann ich verstehen, aber... Weißt du, wenn du jemanden so sehr liebst und ihm vertraust... Nina, was hat das mit uns zu tun? Ich habe einfach Angst, dass sowas nochmal passiert. Ich bin noch nicht so weit. Mit uns wäre das aber anders. Ich bin nicht Erika. Ja, ich weiß. Und warum willst du da nicht mit mir zusammen wohnen? Du bist mir einfach zu wichtig. Mir geht das viel zu schnell. Gestern hat sich das alles noch ganz toll angehört, aber jetzt... Vielleicht in ein paar Monaten. Kommst du mich denn hier besuchen? Bestimmt öfter, als dir lieb ist. Ich bin nur gekommen, um dir zu deinem Sieg zu gratulieren. Das Spiel ist aus und ich habe verloren. Sonst noch was? War es denn kein erneuter Appell an mein Gewissen? Du hast dich wirklich kein bisschen verändert. Das Kompliment kann ich zurückgeben. Du bist immer noch der egoistische Feigling von damals.
Maximilian wird eines Tages begreifen, was für ein Mensch du wirklich bist. Und dann wird er sich von dir abwenden, wie alle anderen auch. Das Pathos des Verlierers. Kein Lügengebäude hält ewig. Und dann, wenn du einsam und verlassen an deinem Schreibtisch sitzt, mit der Gewissheit, keine Freunde zu haben. Bist du jetzt fertig? Dann gebe ich dir noch einen guten Rat mit auf deine Reise. Misch dich nie wieder in mein Leben ein. Und lass Max in Ruhe. Ich habe noch große Dinge vor mit dem Jungen. Er hat was Besseres verdient als einen Vater, der sein ganzes Leben auf der Flucht ist. Gegen dich zu verlieren ist wirklich keine Schande. Ja, ja. Denn du bist ein Eisklotz. Auch wenn du jetzt gewonnen hast, aber als Mensch bist du der Verlierer. Ich liebe Maximilian, aber dazu bist du nicht fähig. Also, wenn meine Schwester kommt, Sie wissen Bescheid. Guten Morgen, Oberschwester Rosel. Morgen. Womit soll ich heute anfangen? Im Zimmer von Herrn Meier muss das Bett frisch überzogen werden. Aber vorher bringst du noch die Wäsche von gestern nach unten. Mach ich. Oberschwester Rosel. Ja? Wie geht es Frau Klein? Gut. Die Patientin hat schon nach dir gefragt. Darf ich nachher mal zu ihr gehen? Natürlich in der Pause. Was du in deiner Mittagspause machst, ist mir egal. Danke. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen... Aus ärztlicher Sicht ist gegen ein wenig Frischstoff nichts einzuwenden. Und da sich die Patientin eh schon an dich gewöhnt hat. Darf ich wieder mit ihr in den Park? In der Mittagspause. Eine halbe Stunde. Wirklich? Aber nur in Begleitung. Na super. Wer außer mir ist schon so verrückt und opfert seine Mittagspause? Trotzdem wäre es schön gewesen, neben Nina aufzuwachen. Ja, sie wird bestimmt häufig bei dir übernachten. Hoffentlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Nina überrumpelt habe. Meinst du, ich habe sie unter Druck gesetzt? Hat sie sowas gesagt? Nein, aber sie war so distanziert, als sie gestern Abend gegangen ist. Dir einen Korb zu geben, das ist ihr bestimmt nicht leicht gefallen. Vielleicht ist da aber auch noch was anderes. Meinst du, sie mag mich nicht mehr? Jetzt mach dich doch nicht verrückt. Ich bin sicher, zwischen Nina und dir ist alles okay. Bloß weil ihr nicht gleich zusammenzieht. Na, ich meine, sie hat auch recht. So lange kennen wir uns nun wirklich noch nicht. Ach, Julchen, du siehst Probleme, wo überhaupt gar keine sind. Vielleicht überlegt sich Nina ja auch noch anders. Und was ist mit uns? Mein Angebot steht immer noch. Oder hast du keine Lust mehr, mit deiner Lieblingsfreundin zusammenzuwohnen? Gegen deinen Charme ist kein Kraut gewachsen. Herr Jansen, Herr Kaufmann ist da. Danke, Frau Schlüter. Was willst du? Mich verabschieden. Ziehst du es wieder einmal vor, wegzulaufen? Hätte es denn einen Sinn zu bleiben? Hast du erwartet, dass ich dir vor Freude um den Hals falle? Nein, dazu ist zu viel passiert. Es war zwar kein Mord, aber dein mieses Verhalten hat meine Mutter umgebracht. Das ist nicht wahr. Clarissa hat mich erpresst. Selbst wenn ich dir diesen Unsinn glauben würde, rechtfertigt das noch lange nicht, dass du Ingrid im Stich gelassen hast. Clarissa hat die Tatsachen geschickt manipuliert. In Wahrheit hat sich deine Mutter ihretwegen... Aber du glaubst mir sowieso nicht. Wieso sollte ich? Ich hätte gerne nachgeholt, was wir versäumt haben. Du hattest fast 30 Jahre lang Zeit, dich bei mir zu melden. Warum bist du erst jetzt aufgetaucht? Ich habe dich nicht früher gefunden, das ist alles. Ach, hör doch auf, du hast mich doch nie gesucht. Ich habe dich ausfindig gemacht, mit Hilfe von Frau von Anstetten. Mein ganzes Leben bin ich ohne leibliche Eltern ausgekommen. Da kann ich jetzt auch gut und gern auf so einen Vater wie dich verzichten. Ist das dein letztes Wort? Lieb von dir, dass du deine Mittagspause opferst. Bevor noch jemand verloren geht. Einmal und nie wieder. Hat jemand Lust auf Eis? Alexa, wie war das gerade?
Du gehst hoch und stellst dich an und ich bleib hier unten bei Frau Klein. So kann doch gar nichts passieren. Egal welche Sorte. Hauptsache keine Vanille. Und du? Ich lass mich überraschen. Okay. Ihr Bruder ist wirklich sehr nett. Hat er Ihnen auch die Stelle als Krankenschwester besorgt? Ich bin eigentlich keine Krankenschwester. Gestern waren Sie doch noch eine. Was ist denn passiert? Nichts. Das heißt, ich muss 120 Sozialstunden ableisten. Sozialstunden? Was haben Sie denn getan? Meine eigene Entführung vorgetäuscht. Und ich wollte nicht ins Internat. Das war alles saudumm. Ach, was ist das nur für eine Welt? Die echten Verbrecher lässt man laufen und sie werden bestraft. Das ist schon in Ordnung. Schließlich habe ich die Polizei ganz schön auf Trab gehalten. Wegen nichts. So, 2-mal Eis für die Damen. Dankeschön. Was ist mit dir? Ich tausche mit Lukas noch ein paar Eisrezepte aus. Wenn Ihr Bruder dafür Interesse hat, ich habe auch noch ein paar alte Rezepte von meiner Mutter. Ach, der steht nur auf das Eis vom Eisverkäufer. Ich meine, er wird sich bestimmt über Ihre Rezepte freuen. Und ich mich natürlich auch, wenn er sie dann zu Hause ausprobiert. Ach, Sie wohnen jetzt bei Ihrem Bruder? Mhm. So gesehen hat Ihre kleine Dummheit ja auch ein paar gute Seiten gehabt. Wie meinen Sie das jetzt? Na ja, Sie sind nicht ins Internat gekommen und wir beide hätten uns anders gar nicht kennengelernt. Das war eine schwere Geburt. Sowas muss gut überlegt sein. Bitte, Simon, ich trage dir 10 Klaviere in die Wohnung, aber verschon mich mit deinen Liebestheorien, okay? Nina hin, Nina her, Jule, zack, ich möchte das alles nicht mehr hören. Jedenfalls habe ich mich, was Nina angeht, im Griff. Ach, dann lasse ich mich diesmal ausnahmsweise überraschen. Na, Jungs? Alles im Lot? Ja, soweit schon. Das Einzige ist, Simon möchte jetzt eine Klostertherapie machen. Was? Ach, der spinnt. Na, dann ist ja gut. Sag mal, Nina, hast du irgendwas? Du siehst nicht gerade aus wie das blühende Leben. Ich liebe direkte Männer. Besonders, wenn sie solche Komplimente machen. Ich habe Jule abgesagt. Das, nachdem sie alles organisiert hat. Irgendwie fühle ich mich total mies. Das musst du aber nicht. Ich habe mich geopfert. Oh, du ziehst mit ihr zusammen? Das ist ja endlich mal eine erfreuliche Nachricht. Ja, bitte. Herr Jansen? Heute ist ein Tag zum Feiern. So, finden Sie. Heute ist ja ein Tag, sich das Rauchen abzugewöhnen. Danke. Ach, kommen Sie. Wir sollten auf die Zukunft anstoßen. Welche Zukunft? Na, auf Ihre natürlich. Meine Zukunft wird so sinnlos sein wie meine Vergangenheit. Ihr Vater ist endlich abgereist. Das ist doch ein Grund zum Feiern. So. Finden Sie. Dem haben Sie ja ordentlich die Meinung gesagt. Was ist denn mit Ihnen? Er hat mich verlassen. Wissen Sie, wie verdammt allein ich mich fühle?